777 zum 5. mit der Sabrina Steiner zum Thema ein Buch schreiben. Sabrina, the stage is yours. Thank you. So, jetzt heute Hochdeutsch habe ich gelesen. Schön seid ihr alle da. Ich habe eigentlich noch damit gerechnet, dass mein lieber Ex-Mann auch noch kommt, aber der hat den Weg nicht gefunden. Das ist gut, dann bin ich weniger nervös. Und zwar reden wir heute über das Buch, was ich rausgebracht habe, beziehungsweise wie ihr auch eins rausbringen könnt und was das Gute ist an einem Buch für eure PR oder sonstiges. Jetzt, ich würde den Bildschirm einfach teilen und wäre froh, Lorenz, wenn du mir schnell dann sagen könntest, ob ihr es sehen könnt. Könnt ihr jetzt meinen Bildschirm sehen? Super, danke Lorenz. Also und zwar, das ist das Buch, was ich geschrieben habe und wie das entstanden ist und wie ihr das auch machen könnt für euch. Darüber reden wir heute, nächsten 40 Minuten. Ich bin im Thema Tod unterwegs, wie man sehen kann. Das Leben ist tödlich, darüber reden nicht. Öffentlichkeitsarbeit für die ganze Branche rund um den Tod. Dann kam Corona und es wurde schwierig für gewisse Menschen, also sprich auch für mich. Ich habe mich frisch selbstständig gemacht, konnte aber plötzlich nicht mehr so sichtbar sein wie geplant. Dann was tun. Hatte nicht die Idee, ein Buch zu schreiben tatsächlich und zu veröffentlichen, habe dann LinkedIn-Format entwickelt und immer wieder jeden Dienstag Menschen interviewt zu den 5 Fragen, die ihr hier seht. Und irgendwann habe ich gedacht, so viel wertvollen Content, den ich hier habe, da muss noch was gehen. Da will ich ein Buch machen. Also da sind wir schon beim ersten Schritt, was ihr braucht, wenn ihr ein Buch machen wollt. Ihr braucht eine Idee, dann braucht ihr ein Konzept und wie ihr jetzt hier seht, müsst ihr nicht mal selbst ein Buch schreiben. Also in meinem Buch habe ich wirklich nur wenige Seiten geschrieben. Gleich mal am Rand den Tipp, macht kein Buch mit 25 Leuten so wie ich, weil sonst habt ihr vertraglich sehr viel zu regeln. Ich habe mit allen einen Vertrag gemacht, abgeschlossen, einen Autorenvertrag, wo es Vorlagen gibt, auch man gut googeln kann. Aber so ein Buch mit 4 bis 5 Leuten würde auch für euch bedeuten, nicht so viel schreiben zu müssen und trotzdem ein Buch rausbringen zu können, was ihr dann hintenrum wieder brauchen könnt für euch. Wozu ein Buch? Warum braucht man überhaupt ein Buch? Für mich gibt es 3 wesentliche Gründe, warum ein Buch veröffentlicht werden will. Und zwar der für mich natürlich wichtigste, PR- und Marketing-Aspekte für ein Business. Sprich, bei einem Buch, wenn wir es gut machen, sind wir mit so 2 Franken pro Buch dabei. Wir haben eine Visitenkarte, die einen bleibenden Eindruck hinterlässt, weil jemand, der mir ein eigenes Buch überreicht, bleibt mir eher haften als jemand, der mir eine Visitenkarte überreicht. Kostenpreis ist so etwa der gleiche, wenn wir nur von den Produktionskosten reden, ohne Zeitaufwand. Und dann ein weiterer Grund für ein Buch ist natürlich, dass es für viele ein Lebenstraum ist, auch ein Buch veröffentlichen zu können und natürlich auch ein Hobby. Also ich begleite jetzt jemanden, der hat da wirklich ein Hobby in ein Buch verfasst. Also das sind für mich so die 3 wesentlichen Gründe. Jetzt haben wir die Idee, das Konzept für ein Buch. Jetzt wollen wir das machen. Das brauchen wir dann als nächstes. Wir brauchen ein Manuskript. War jetzt in diesem Fall sehr simpel. Ich schicke einfach Interviewfragen, gebe eine Deadline. Wer mir das Interview zurückschickt, hat die Chance, im Buch zu erscheinen. Das für mich gleich so eine Strategie, die ich verfolgt habe. Und zwar habe ich Content-Verwertung gemacht. Sprich, jeder von euch, der einen Blog hat, hat schon ein Buch. Er muss es nur noch in die richtige Form bringen. Das, wie man schnell ein Buch schreiben kann, zu der Frage zu kommen. Jeder, der auf LinkedIn aktiv ist, mit eigenem Content, hat auch schon ein Buch. Also das ist wirklich relativ simpel umzusetzen. Wie habe ich das gemacht? Ich habe das Manuskript erstellt. Ich habe einfach ganz simpel und stupide alles, was ich hatte an Antworten, plus die Sichtbarkeit noch für die Leute in meinem Netzwerk. Also das war meine Strategie, Contentverwertung und gleichzeitig meinem Netzwerk einen Gefallen zu tun, weil es für unser alle PR zahlt aufs Konto ein. Am Ende des Tages natürlich hauptsächlich auf meins als Herausgeberin. Und damit meine ich nicht das Geldkonto, sondern das PR- und Marketingkonto. Also ich habe das alles in ein Word-Dokument geknallt, ziemlich simpel. Bin auf Tradition gegangen. Ihr seht hier direkt in mein Konto rein.
Und da kann man, das ist ein Selbstverlag, kann man ganz einfach und simpel ein Buch veröffentlichen, indem man einfach hier klickt, Buch veröffentlichen. Man hat jetzt das Manuskript. Gut wäre, ich empfehle es euch wirklich, das Manuskript lektorieren zu lassen. Das ist mal so der wichtigste Punkt, damit man eine gute Qualität hat. Und dann, das kann man übrigens alles buchen bei Tradition als Zusatzleistung. Tradition Buch veröffentlichen ist 150 €. Wenn man ein Lektorat von Ihnen nimmt, kommt es on top. Wenn man ein Cover von Ihnen nimmt, kommt es on top. Aber möglich ist das alles. Dann kann man sein Cover hochladen oder direkt in Tradition eins gestalten. Wir reden hier davon, und das seht ihr da, dass man echt ein wirkliches Buch machen kann, Taschenbuch oder sogar ein Hardcover-Buch oder eben einfach das E-Book. Ich empfehle euch, wenn ihr ein Buch schreibt, es immer so herauszugeben, dass ihr auch ein physisches Buch habt, weil es halt einfach für ein Marketing besser eingesetzt werden kann als nur ein E-Book. Es gibt noch verschiedene andere Self-Publishing-Verlage. Es gibt zum Beispiel auch noch Amazon. Wenn man zum Beispiel eine Strategie verfolgt, einen Bestseller zu veröffentlichen, würde ich empfehlen, über Amazon zu veröffentlichen. Ich für mich persönlich schließe es aber aus, weil Amazon nicht mit meinen Unternehmenswerten stimmig ist. Darum Tradition ist ein Familienunternehmen, und was für mich als Schweizerin sehr wichtig ist, es gibt einen sehr, sehr, sehr guten Support hier zu jeder Zeit. Sie sind super schnell. Also wir sind jetzt in diesem Buchveröffentlichungs Tool. Das ist wirklich simpel. Da siehst du dann, was du auswählen kannst. Ich habe jetzt einfach mal für euch als Hinweis, mein Buch, was du ja vorhin gesehen hast auf meiner Website, ist wirklich in diesem Standardformat. Also das ist bereits so eingestellt, 14,8 auf 21. Das Papier habe ich auch so übernommen. Und da gibt man dann die Seitenzahl ein. Da kann man dann einen Umschlag machen. Das können wir jetzt nicht machen, weil ich ja gerade kein Buch habe. Da kann man dann wirklich einen Umschlag gestalten oder direkt hochladen, wenn man einen eigenen Cover-Designer hat. Das hatte ich nämlich, und ich zeige euch das. Das ist nämlich auch eine gute Option, weil ich bin grafisch eine absolute Nuss. Ich kann zwar schreiben und ich kann auch reden, nur irgendwas zeichnen oder grafisch machen kann ich nicht. Da habe ich mir einfach ein Pre-Made Cover gekauft bei tatsächlich Miss Upper Cover. Und da habe ich wirklich die längste Zeit verbracht. Pre-Made Cover heißt ein Cover, was es schon gibt, zu kaufen. Und das ist in diesem Fall jetzt bei ihr die Auswahl. Es gibt ganz viele Pre-Made Cover Designer, aber tatsächlich sind die meisten in dem Bereich Fantasy, Erotik, Young Adult. War jetzt nicht so ganz meine Zielgruppe, darum nach 3 Tagen suchen. Also das ist, glaube ich, der heißeste Tipp des Abends, wenn du ein Buch veröffentlichen willst. Pre-Made Cover von Miss Upper Cover kaufen. Wenn man hier zuschlägt, geht es bei 90 € los. Ist dann in der Regel dann der Fixpreis. Und wenn das jetzt ein E-Book wird, bleibt es bei dem. Wenn es aber dann ein Taschenbuch oder Hardcover werden soll, muss ja noch hinten ein Text drauf über das Buch, der sogenannte Rückentext. Und dann braucht es noch in der Regel ein kleines Extra-Budget. Mit 300 kommt man aber gut durch. Wenn du sagst, du willst ein eigenes Buchcover, nach deinen Vorstellungen bist du so bei 600 € dabei, plus minus. Also dann haben wir hier die Covergeschichte. Ich habe da jetzt auch schon vorgekauft, also ich habe jetzt gewusst, dass sie die Preise demnächst anzieht. Das so ein bisschen als heißer Tipp, wenn du jetzt was siehst, was dir gut gefällt. Sie nimmt auch raus und reserviert, muss man jetzt noch nicht bezahlen, sondern erst, wenn das Buch dann veröffentlicht wird. Und das ist so bei der ganzen Buchgeschichte eigentlich das, was am meisten Abstimmung braucht. Das Buchcover kann erst ganz, ganz am Schluss, wenn der Buchsatz gemacht ist, sprich das Buch in der Form ist, dass es veröffentlicht werden kann. Erst dann kann das Cover abgestimmt werden. Also da einfach mein Tipp mit der Coverdesignerin, immer ganz, ganz gut kommunizieren, wann die Deadline ist. Und da kommen wir nämlich zum Wichtigsten vom Buch. Was ist dein Ziel mit dem Buch und bis wann wirst du es veröffentlicht haben? Ich habe mein Buch veröffentlicht, die Idee hatte ich im Herbst letzten Jahres, September, und aufgrund von Verzögerungen habe ich im
Februar am 4.2. veröffentlicht. Also das ist nicht ein mega Hexenwerk von der Idee des Buches bis zur Veröffentlichung. Ein halbes Jahr ist nicht sportlich, sondern sehr gut umsetzbar. Einfach mal, um zu wissen, von welchem Zeitrahmen wir da reden. Dann haben wir also das Ganze gemacht, wir haben einen Cover gemacht, können wir hier die Buchdaten machen. Und zwar hat Tradition ein eigener Buchsatz und das ist das, was ich immer auslagern würde. Ich habe es auch bei meinem Buch ausgelagert. Da würde ich wirklich dieses Geld in die Hand nehmen und jemandem geben, weil da fuchst man sich so ziemlich ein. Okay, die Menschen unter euch, die Excel lieben, ich hasse Excel, die kommen da vielleicht gut zurecht. Das ist wirklich eine Quaterle-Arbeit, wie man auf Schweizerdeutsch sagen würde, ein Knorz und Knüppel. Ich habe es ausgelagert, also das als Tipp für euch hier. Ich bin hier direkt eingestiegen in die Thematik Hardcore. Wir gehen dann nachher noch ein bisschen zurück. Also ich gebe hier alles ein, mache den Buchsatz, dann kann ich hier bei Provision auch den Preis festlegen des Buches und sehe dann direkt, wie viel am Ende dabei für mich herausspringt. Ich bin transparent, mein Buch ist 20 € als Taschenbuch, ich kriege davon knapp 3 €. Also mit dem Buch verdient man kein Geld, wir wollen ja aber ein Buch anders einsetzen. Ich habe tatsächlich auch für die nächsten Projekte, wo ich die Bücher als PR-Instrument nehme, werde ich einen anderen Dienstleister nehmen, um hier noch kostenattraktiver zu sein, um hier auch mit Affiliate-Links arbeiten zu können, habe ich mir hier jemand anderes an meine Seite gesucht. Jetzt sehe ich gerade, dass es eine Frage gibt im Chat. Da ich jetzt hier noch am Bildschirm teilen bin, würde ich gerade mal kurz nachher wechseln, mache hier aber noch ganz kurz fertig, hoffe, das ist okay. Und zwar haben wir dann hier also Tradition, das ist wirklich ziemlich simpel, alles umzusetzen. Und dann auch zu veröffentlichen. Also 135 € plus minus plus halt 35 Freiexemplare, dann ist man dabei. Also entweder 35 Eigenexemplare kaufen oder 150 € investieren. Und dann, was Tradition macht und wirklich mega cool ist, warum ich sie auch ausgesucht habe, sie machen die ganze Verteilung. Also wenn ich bei Tradition veröffentliche, ist es nachher im kompletten Buchhandel überall gelistet, automatisch. Plus sie machen, und das ist einzigartig bei Tradition, eine Pressemitteilung. Sprich, sie informieren die Presse mit einer individuell geschriebenen Pressemitteilung über dein Buch. Jetzt gehe ich gerade mal kurz in den Chat. Ja, Lorenz schreibt mir gerade, dass die Lautstärke nicht gut ist. Ich kann hier leider nichts machen. Bei mir ist, was ich noch versuchen kann, ist meine Kopfhörer einzustecken, weil ich habe nichts verändert und bin auch immer gleich laut. Ich gucke mal schnell. Ich habe hier einen Laptop, der mir ein bisschen Ärger macht. Hes, den ihr alle kennt, hat schon 3 Stunden geopfert. Es ist ein Grundsatzproblem und jetzt ging es die ganze Woche. Guck mal. Ist jetzt besser tatsächlich? Könntet mir ein Zeichen geben im Chat? Ja, okay, dann lassen wir es so in der Hoffnung. Und sonst würde ich euch alle bitten, nachher mit mir ein Bier zu trinken und eure Fragen zu stellen von da, wo ihr es nicht gehört habt. Also, dann gehe ich wieder zurück. Jetzt muss ich kurz mich sammeln, wo ich war. Also, wir haben das Cover. Wir haben hier einen Buchsatz, den wir in Tradition machen können, direkt. Ich habe mich entschieden, das nicht mehr mit Tradition zu machen für zukünftige Projekte, wenn ich es fürs Business nutze, weil ich ein bisschen natürlich auf Kundenbasis arbeiten möchte. Und dann zeige ich euch, für was ich mich entschieden habe, um dann den Buchsatz zu machen, wenn ich dann hier rankomme. Und zwar heißt das Tool Publisher von Affinity. Und das kann man sich für 25 $ im Moment ziehen, also ziemlich günstig und ist eine Desktop-Version, also kann man dann damit arbeiten. Das habe ich mir jetzt letzte Woche gekauft, plus noch einen Udemy-Kurs dazu, um da wirklich auch in Zukunft ein bisschen anders arbeiten zu können. Das noch so als Geheimtipp. Da musste ich jetzt auch echt lang recherchieren, bis ich daran gekommen bin. Jetzt hast du ein Buch. Vor dem Buch kommt aber eben das Schreiben. Das ist das, was vielen Angst macht, ein bisschen. Und nach dem Buch, und das ist das wirklich Wichtige, wir haben jetzt gesehen, ein Buch hat man mega schnell.
Nach dem Buch kommt wirklich dann die Vermarktung. Und da vor allem, wenn man es mit anderen Autoren zusammen macht, weil man sagt, ich möchte nicht alleine schreiben, ist für mich das wichtigste Learning, was ich habe. Ich habe es mit 25 Menschen gemacht, die wirklich gut zu briefen, welche Chancen ein Buch bietet. Und zwar wirklich vielleicht auch auszustatten mit Exemplaren, dass man die wirklich nutzen kann, weitergeben kann, dass man die Journalisten weitergibt, dass man die an Menschen schickt mit einem Podcast, dass man die jedem Kontakt, den man hat, immer dieses Buch mitgibt. Also ich gehe nicht zum Hause raus ohne mein Buch, wenn es irgendwie geht. Und ich habe das gelernt tatsächlich bei einem Online-Marketer, der akquirierte vor Corona seine Kunden sehr oft im Zug, weil man halt ein Mensch ist und miteinander ins Gespräch kommt. Und wenn man am Schluss noch ein Buch abgeben kann, bleibt man definitiv in Erinnerung. Also ich finde, ein Buch ist für jeden Dienstleister echt ein mega geniales Marketing-Tool und ich bin begeistert. Und bei meinem Buch, wo der Fokus doch auf dem Netzwerk ist, das sind übrigens die Leute aus meinem Buch, um hier mal noch ein bisschen Gesicht reinzubringen, ist natürlich so, dass ich mega viel jetzt entwickelt habe. Und zwar auch unter den Menschen, sprich ein Buch, wie ich es gemacht habe und wie ich es tatsächlich auch euch empfehlen würde für Marketing-Aspekt, ist ein mega geniales Netzwerktool. Da haben sich Menschen kennengelernt, die sich sonst nie kennengelernt hätten. Und die machen jetzt teilweise wirklich Geschäfte zusammen, sind Kundenprojekte entstanden und. Also es ist wie endlos. Gerade gestern hatte ich wieder einen Anruf von einer Dame im Buch, die sagt, hey, ich darf jetzt hier einen Vortrag halten, ich darf Buchtipps abgeben, ich gebe ein Buch an. Eine andere geht jetzt an Schulen und bestückt die mit dem Buch. Also so muss ich jetzt gar nicht so viel PR machen, damit für mich PR gemacht wird. Ich gucke natürlich auch, dass ich in Podcasts eingeladen werde durch das Buch, aber ich kann ja nicht ständig nur im Podcast sein und Blogartikel schreiben und sichtbar sein. Sprich, ich habe jetzt 25 Menschen, die für mich die PR-Arbeit übernehmen, indem dass ich ihnen ein Instrument an die Hand gebe, mit dem sie arbeiten können. Wenn man nämlich sein Netzwerk gut brieft, dann kann es für dich den Vertrieb übernehmen. Und das ist das, was ich sehr, sehr cool finde. Und es gibt echte menschliche Verbindung. Also wir treffen uns immer noch regelmäßig, die Autoren untereinander. Und du siehst, es ist echt eine simple Sache, ein Buch zu schreiben, indem man einfach auch andere für sich schreiben lässt. Jeder kriegt eine Bühne. Und was mir das Wichtigste war fürs Buch, ist natürlich einfach Menschen zu inspirieren und auch ein Thema heranzuführen, wo es sonst vielleicht nicht so leicht wäre. Darum habe ich auch ein gutes Cover gewählt, was Leichtigkeit transportiert. Also das sind halt Dinge, die man einfach bei einem Buchprojekt berücksichtigen müsste, damit es wirklich auch funktioniert. Was ich sagen kann, ich hätte euch echt gerne ein Buch gezeigt. Ich habe keins mehr, das liegt auf der Post. Aber die Qualität bei Tradition ist wirklich relativ gut für den Preis. Auf jeden Fall besser. Ich habe hier gerade einen in der Post gehabt heute von Amazon. Das habe ich einmal auf den Tisch gelegt. Es sieht jetzt aus, als hätte ich es schon 15 Mal gelesen. Das ist bei Tradition nicht. Das vielleicht wirklich noch als Hintergrundinfo. Jetzt würde ich euch gerne noch eine Präsentation von mir zeigen mit einigen Schreibtipps, weil so oft ist das Thema, dass man sich nicht wagt, ein Buch zu schreiben oder auch einen Blogartikel zu schreiben. Und wenn du vorhast, einen Blog zu starten oder schon einen Blog hast, würde ich wirklich nochmal ans Herz legen, das auch als Buch verfügbar zu machen. Es gibt ein kleines passives Einkommen, das ist etwas, was spannend ist, aber einfach um mal in Relation zu reden, ich habe für mein Buch so etwa sehr viel Zeit natürlich, weil 25 Leute, aber ich habe etwa 1.000 € ausgegeben fürs Buch. Insgesamt das Vorinvest, weil ich es halt hochwertig machen wollte, weil ich es wirklich als langfristiges Invest sehe, ist nicht viel. Reinkommt im Monat so zwischen 20 bis 50 € aktuell. Das einfach mal, um in eine Relation zu kommen. Ich habe aber jetzt auch angefangen mit Menschen, die im Buch sind, ein Ladengeschäft haben, dass die das für mich verkaufen. Und dann wird es attraktiver, weil ich kann mein Buch natürlich zu einem Vorteilspreis einkaufen, hier bei Tradition. Das zeige ich dir sonst gleich noch schnell. Das ist nämlich mega cool, weil ich kann hier wirklich alles direkt steuern in meinem Konto. Ich logge mich mal schnell nochmal ein, dann siehst du das gleich. Ich kann genau hier alles gucken, was ich habe und dann kann ich hier Eigenexemplare bestellen. Und da
wird es dann wirklich auch spannender. Also ich habe jetzt ein relativ teures Buch, weil ich gesagt habe, ich will es als Expertenbuch transportieren. Es kostet wirklich 20 € im Verkauf, kostet es mich auch nochmal 9 €, wenn ich es einkaufe. Plus Versandkosten, in die Schweiz natürlich ein bisschen teurer als in Deutschland, aber das sind Staffelpreise. Wenn ich halt mal 300 einkaufe, die ich ja eh brauche, wird es dann auch wirklich attraktiver, sogar bei der Edition. Wie gesagt, da wo ich in Zukunft produzieren lassen, wir so bei 2 bis 3 Franken ohne Bilder, schwarz-weiß dabei. Also finde ich schon sehr, sehr attraktiv. Jetzt würde ich einfach mal euch noch ein paar Schreibtipps geben. Ich habe früher als Texterin gearbeitet und habe mich wirklich massiv in die ganze Thematik eingearbeitet, was wichtig ist für Texte auf den Punkt. Und das Wichtigste ist hier, wie überall als Dienstleister, echten Mehrwert zu liefern. Der Aufbau beim Text bleibt immer der gleiche, egal was ich schreibe, ob ich einen Blogartikel schreibe, ob ich ein Zeitungsinterview schreibe, was übrigens bei mir so lief, dass ich wirklich allen die Fragen geschickt habe. Also es war eine E-Mail von 2 Minuten vielleicht und habe alles schriftlich zurückbekommen. Und der Aufbau bleibt immer gleich. Also zuerst gehe ich in die Recherche, dann entwerfe ich den Text, dann formuliere ich ihn aus. Aber das eigentliche Schreiben, und darum kann jeder schreiben, das eigentliche Schreiben ist nämlich nicht das Schreiben, sondern danach das Überarbeiten. Das ist das, was am meisten Zeit nimmt beim Schreiben, um das vielleicht einfach mal noch ein bisschen technischer abzubilden. Und dann auch hier, die goldene Kuh ist immer der Fokus, also was willst du sagen? Und das fängt beim Buch tatsächlich eher noch an. Warum willst du überhaupt ein Buch? Was ist dein Ziel mit dem Buch? Und aufgrund von diesem Ziel richtest du dann dein ganzes Konzept aus und darauf dann wiederum deine ganzen Texte. Dann natürlich klar, dass das, was du sagst, eine Richtigkeit hat. Auch bei einem Buch muss man natürlich rechtliche Aspekte beachten. Zum Beispiel zitieren ist immer so ein bisschen heikel, aber auch da das Gleiche wie beim Blog. Besonders wenn der, den du zitierst, noch lebst, würde ich es persönlich nicht machen und in dem Buch abbilden. Und auch hier immer mit Quellenangaben zu arbeiten, ist super wichtig. Dann, dass es klar ist, was du sagen willst, also keine Schachtelsätze, keine zu vielen Komma-das-Sätze, dass du eine argumentative und eine emotionale Wirkung mit deinem Text hast. Dann, was ganz cool ist, ist wirklich, Sparsamkeit ist auch hier Trumpf, also kurze Wörter verwenden beim Schreiben und öfters Punkte setzen. Ich finde die 2-Komma-Regel sehr gut, wenn du einen Text schreiben willst, der verstanden wird oder verstanden werden kann, nie mehr als 2 Kommas in dem Satz abbilden. Wenn du merkst, es werden mehr, machst du neue Sätze. Kurze Wörter statt lange Wörter habe ich hier ein paar Beispiele, zum Beispiel kaufen statt erwerben. Es einfach machen. Dann natürlich klar, wenn du ein Herzensthema hast, und ich denke, wenn du für dein Business ein Buch machen willst, dann hast du auch ein Herzensthema, da sprudelt es von alleine, da geht es dann nur noch darum, das Ganze abzubilden. Nicht zu viele Worte verbessern, nämlich die Aussage, und keine unnötigen Ausschweifungen. Also eine Botschaft, ein Ziel in deinem Buch und dem bleibst du treu. Und natürlich klar, Ausnahmen bestätigen auch bei deinem Buch die Regel. Also brech die Regeln, nachdem du abgewogen hast. Auch hier nochmal ein kleiner Tipp für Texte, Vermeidungen von Wiederholen, nur da, was Sinn macht. Wenn die Kuh plötzlich Wiederkäuer und Weidetier heißt im gleichen Satz, macht es nicht so viel Sinn. Also dann kann es die Kuh bleiben. Aber ansonsten, wenn man immer schreibt, machen, wir haben getan, wir werden tun, es ist einfach ein bisschen langweilig für deinen Leser dann. Weil ich finde, wenn du schon ein Buch veröffentlichst, dann soll es was Hochwertiges sein. Dann Konstanz bleiben mit den Wörtern auch. Was ich jetzt gerade merke, ich lektoriere ein schweizerdeutsches Buch. Also für die Schweizer unter euch gibt es einen Deutschen zu lesen. Ich lasse jetzt mein Projekt nochmal von der Deutschen lektorieren und die versteht nicht mal die Hälfte von dem, was ich vorher alles verstanden habe als selbst Schweizerin im deutschsprachigen Markt. Dann das Wort nicht würde ich nicht verwenden, wenn es irgendwie geht. Das ist ein guter Tipp für alle eure Texte. Da geht es jetzt hier nicht nur um ein Buchprojekt.
Und natürlich gewisse Worte kannst du nicht ersetzen, weil sie einfach nicht mehr das Gleiche bedeuten. Dann ganz wichtig, ich habe hier eine kleine Aufzählung gemacht mit Worten, die ich einfach bei Texten nicht verwenden wollen würde, wenn ich auf den Punkt komme. Ein bisschen eigentlich eher wohl etwas wann. Das sind die gleichen Wörter, wie man es auch beim NLP so schön lernt, dass man sie nicht verwenden sollte, wenn man spricht. Eigentlich gibt es nicht, es gibt entweder oder. Und das Sätze, die mag ich auch nicht so. Also klar, alles eine Verständnisfrage. Wenn ihr diesen Satz hier euch zu Gemüte führt, die Entscheidung der Lehrerin, die Prüfung heute durchzuführen, war ein wenig rätselhaft. Dann merkst du schon, sowas muss auch nicht in dem Buch stehen. Entweder es ist rätselhaft oder es ist nicht rätselhaft. Und auch hier bei deinem Buch, du machst den Unterschied. Das Wichtigste bei jedem Text, dass du so schreibst, wie du sprichst. Also sei einfach ganz du selbst. Üb, 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 schreib, schreib, schreib. Ich finde wirklich cool, man hat so oft das Gefühl, man kommt zu nichts beim Schreiben, man kommt nicht vorwärts. Ich habe hier noch eine Übung mir rausgeschrieben, die ich dir gerne mitgebe. Und zwar würde ich wirklich eine Free-Writing-Übung machen, würde ich dir empfehlen. Vielleicht machst du es heute noch oder am Wochenende und einfach mal 5 Minuten zu schreiben, um diese Hürde, diese Angst vor dem Schreiben in den Griff zu bekommen. 5 Minuten niederschreiben, alles, was dir durch den Kopf geht. Und wenn dir nichts mehr durch den Kopf geht, machst du die Wörter nochmal von vorher. Also wenn du zum Beispiel geschrieben hast, ich habe Hunger, schreibst du so lange, ich habe Hunger, bis du eine neue Idee hast. Und das machst du 5 Minuten. Dazu würde ich dir den Pomodoro-Timer empfehlen. Wenn du das googelst, kommt das direkt. So schreibe ich alle meine Texte, indem ich fokussiert nur schreibe. Ich denke nicht, ich werte nicht, was ich geschrieben habe, sondern ich schreibe tatsächlich nur. Am Schluss habe ich ein volles Papier und dann geht es an die Überarbeitung. Und wie gesagt, das ist das, was Schreiben ist, überarbeiten. Also daher diesen Pomodoro-Timer, den stellen und dann nur schreiben. Diese Schreibübung geht jetzt 5 Minuten, auch hier nicht bewerten. In der Regel hast du nach 5 Minuten schon sehr viel mehr auf dem Papier, als du dir vorgestellt hast. Also kannst du dir vorstellen, beim Pomodoro sagt man 25 Minuten schreiben, dann 10 Minuten Pause. Da hast du nachher echt viel Text, aus dem du was machen kannst. Und dann habe ich überall Notizbücher. Und lass mich halt inspirieren, wo ich gerade bin. Man kann auch transkribieren lassen. Es gibt sogar, das habe ich jetzt rausgefunden, in der App mit Notizen kann man aufnehmen und dann wird es geschrieben. Also wenn du wie Lorenz, wenn du viel draußen in der Natur bist und dann halt nicht schreiben kannst, kannst du es dir einsprechen und danach schreibst es runter und du hast das Buch dir aufgesprochen. Also das geht natürlich auch. Das kann man super simpel dann in Word umwandeln. Und für ein Buch brauchst du nichts mehr als ein Word. Genau. Und ich kann dir versprechen, ein Buch macht mega Spaß. Also bleib einfach, sei sparsam, vermeide dich zu wiederholen und überfordere den Leser nicht mit zu vielen Informationen, sondern schreibe lieber nachher noch einen zweiten Band. Das sind jetzt alles. Genau, also einfach das Leben leicht machen, denn es ist kompliziert genug. Und wenn du natürlich ein Problem löst, für deinen Kunden mit deinem Buch oder für deine Zielgruppe, dann bleibst du tatsächlich in Erinnerung und kannst so wirklich punkten. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Ich möchte hier mal kurz noch zeigen. Kann schon gucken, irgendwie ist mein Internet heute auch nicht das schnellste. Ja, nee, wir kommen wirklich nicht weiter. Ich wollte eigentlich zeigen, wie das aussieht. Also am Schluss ist es ein PDF, das lädst du hoch und dann hast du das fertige Buch. Es ist super simpel. Also für den Prozess hatte ich am Schluss noch etwa 2 Stunden. Also es ist wirklich von A bis Z. Mein Buch habe ich in 5 Monaten gemacht mit 25 Leuten. Also jeder von euch, der ein Buch möchte, kann das wirklich simpel umsetzen. Ich würde, wenn ich jetzt euch wäre und sagen möchte, ich würde ein Buch wollen,
weil ich das nutzen will für meine Marketingstrategie, kann ich euch die Adresse geben, mit wem ich arbeite. Da ist aber jedoch die Mindestlauflage 500 Stück. Da müsst ihr 500 Bücher halt kaufen. Bei Tradition musst du kein Buch kaufen. Also Tradition ist ein Print-on-Demand-Verlag, sprich, wenn der Kunde bestellt, dann wird das Buch geliefert. Und was mega cool ist, du kannst zum Beispiel auch im lokalen Buchhändler bestellen, weil jedes Buch, was in Handel geht, bekommt eine ISBN-Nummer und ich kann nachher im kleinen Dorf in Hintertupfingen in den Buchhandel gehen mit der ISBN-Nummer, die können das bestellen. Das ist natürlich dann wirklich gut möglich für alle, die auch den lokalen Handel unterstützen wollen. Also darum habe ich Tradition auch bei mir gewählt. Und ich muss nirgendwo Bücher lagern. Was ein bisschen der Nachteil ist, besonders jetzt bei meinen Schweizer Kunden, teilweise mussten 3 bis 5 Wochen aufs Buch warten. Was natürlich schade ist, weil wenn ich ein Buch bestelle, hätte ich es gerne direkt jetzt in der Hand. Und das muss man dann natürlich auch als Buchhandel. Sprich, wenn du jetzt ein Buch willst, das auch im Handel erhältlich ist, würde ich eine Absprache finden mit einem lokalen Händler, dass er für dich das Buch verkauft, du immer guckst, dass genug Vorrat ist. Du kannst direkt in dem Tool, in dem Tradition-Tool zum Beispiel auch für andere bestellen. Also ich habe jetzt einen Blumenladen, der für mich das Buch verkauft, läuft wie geschnitten Brot tatsächlich. Also es ist wirklich, wir sind selbst ein bisschen überrascht. Und sie sagt mir einfach immer, wenn sie ein Buch will, oder wieder 10, 20, 30 nachbestellt und ich kann das in dem Tool bestellen und an sie schicken lassen. Also ich muss da keinen Umweg gehen und das finde ich halt cool. Tradition bildet wirklich alles ab. Die können wirklich alles bieten und dann halt bei der Vermarktung wirklich daran denken, dass du jetzt ein Buch hast. Das ist das, was mir dann passiert ist, tatsächlich als Buchmensch. Ich habe dann wirklich das gar nicht so am Anfang gecheckt. Das ging so schnell über Nacht. Ich habe wirklich geklickt bei Tradition und normalerweise geht es 48 Stunden, bis das Buch raus ist. Ich habe eine Mail gekriegt, hey, es ging länger. Es geht länger, wir sind völlig in Verzug, weil Corona, jeder macht im Moment ein Buch. Und dann, was ist passiert? Nach 2 Stunden war mein Buch im Handel und ich war nicht bereit. Ich hatte noch keine Website im Hintergrund. Ich habe meine Mitarbeiter noch nicht informiert und ich habe mir noch nicht überlegt, wie ich das Buch vermarkte. Also das würde ich dir wirklich so als wärmsten Tipp mitgeben. Also wir haben jetzt gesehen, es ist super simpel, ein Buch zu veröffentlichen. Es ist super simpel zu schreiben auch. Wir dürfen es einfach tun, ein Ziel setzen, bis wann das Buch draußen ist und dann ist es draußen. Aber wir dürfen nicht vergessen, und ich glaube, das ist so für heute das wichtigste Learning, was ich mitgeben möchte, dass nach dem Buch die eigentliche Arbeit erst beginnt, wenn du es wirklich für dich nutzen willst. Dass du wirklich dir schon im Vorfeld überlegst, hey, mit welchen Netzwerkpartnern möchte ich Kooperation eingehen? Ist es ein Thema, das vielleicht für eine Schule spannend ist oder für einen Weiterbildungspartner? Wie kann ich das nachher im Hintergrund optimal nutzen für mich? Dann kann man nämlich auch den Verkaufspreis schon so festlegen, dass es attraktiv bleibt, auch für dich im Einkauf dann, weil du hast jetzt gesehen, ich bezahle 9 € für mein eigenes Buch. Das ist natürlich dann nicht wenig, wenn ich jetzt wirklich hingehe und sage, ich Bestatter und Co. und alle kriegen jetzt dieses Buch, was bei mir tatsächlich Sinn machen wird, da ich mir das vorher nicht so gut überlegt habe, weil es halt einfach eine LinkedIn-Content-Verwertung war, kann ich es dazu jetzt nicht nutzen. Das heißt, ich werde mein Buch, und das ist cool, kann ich machen, wahrscheinlich wieder rausnehmen bei Tradition irgendwann und selbst nochmal anders rausbringen, damit ich es eben als Marketing-Tool noch besser nutzen kann. Was aber auch cool ist, wenn du ein Buch hast, kannst du es noch anders nutzen, dann bist du wieder kostengünstig dabei. Und zwar kannst du es als Hörbuch einsprechen. Ist ja heute relativ simpel möglich, wenn man nicht so einen scheiß Laptop hat wie ich, der ein kaputtes Mikrofon hat. Ich kann nämlich tatsächlich kein externes Mikrofon anschließen. Sonst kann man das aber auch noch als Hörbuch vermarkten für auch ein sehr, sehr kleines Geld. Einfach einsprechen oder einsprechen lassen. Also du siehst, du machst einmal Content, du kannst es als Blog verwenden, du kannst es nachher noch als Buch rausbringen und noch als Hörbuch. Also du hast mit einmal Content-Produktion einfach 3 Typen abgedeckt von Menschen, von Interessenten, von Kundentypen und das finde ich halt beim Buch echt schlichtweg unglaublich, unfassbar. Und es ist etwas, was bleibt und was man physisch wirklich auch weitergeben kann. Also ich gebe immer auch Bücher weiter,
von meinen Netzwerkpartnern, und das würde ich wirklich hier auch empfehlen, wenn du es wem gibst, so mache ich es inzwischen, Signatur in Buch, jeder will eine Signatur, die mache ich nicht mehr persönlich, weil ich will, mein Buch möglichst viele Menschen erreichen kann, weil es ein Herzensthema ist bei mir. Und dann sage ich jedem, dem ich mein Buch gebe, schenk's doch nachher weiter oder gib's doch nachher weiter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wer ein persönlich signiertes Buch hat, ich selbst habe auch ganz viele davon, das sind die einzigen Bücher, die ich nie weitergebe. Ich lebe aber minimalistisch und nomadisch und habe eigentlich alle Bücher weitergegeben, tatsächlich, die ich habe, außer eben die persönlich signierten. Also wenn du dein Buch für dein Marketing nutzen möchtest, würde ich dir wirklich, wirklich empfehlen, das nicht persönlich zu signieren und dir vorher überlegen, was ist dein Ziel mit dem Buch, bevor du das Buch schreibst. Wo willst du hin? Wie willst du es nutzen? Und wer ist dann der bestmögliche Partner? Es gibt, wie gesagt, Amazon, Book on Demand, wo du veröffentlichen kannst. Ich habe es jetzt mit Tradition gemacht. Ich werde zukünftig das selbst machen über einen anderen Partner, der einfach Distribution macht. Hol die gute Partner an die Hand für die Qualität. Also ich finde wirklich ein bisschen Geld investieren gut. Man kann mit Canva selbst ein Cover designen. Habe ich sogar gemacht bei meinem ersten Buch, was nur ein E-Book war. Ich schäme mich, über dieses Buch zu sprechen. Also ihr seid so einige der wenigen, die davon wissen, weil es einfach ein mega hässliches Cover ist. Also ich würde es nie mehr machen, selbst ein Cover zu gestalten. Also ich würde euch da wirklich empfehlen, bei den Dingen auf Qualität zu setzen, Cover und Lektorat. Buchsatz auch. Dann seid ihr mit 1000 bis 1500 dabei und habt dann wirklich ein cooles Produkt, was ihr am Ende für euch langfristig nutzen könnt. Gerade auch die Schulungen anbieten und Workbooks machen, ist natürlich nochmal ganz was anderes, wenn du ein Buch hast, was du nachher auch in Handel bringen kannst. Ich habe jetzt heute gerade ein Manuskript bekommen, was in die Richtung geht. Das kann man nachher so breit verwenden und ihr seid alles Fachexperten. Ihr könnt euer Fachwissen wirklich so gut verwenden für ein Buch. Das finde ich echt, also man sieht, ich bin völlig in Love mit Buch. Es war meine beste Corona-Entscheidung, ist tatsächlich als Corona-Sozialprojekt gestartet und jetzt am Ende des Tages habe ich dadurch ein neues Produkt. Durch die Buchidee gibt es jetzt ein Netzwerk, das ist ein bezahltes Netzwerk, wo teilweise sehr viele der Autoren auch dabei sind und wir uns einmal im Monat für Sichtbarkeit und Netzwerk treffen. Also du siehst, das hört nicht auf, nur mit dem Buch. Ein Buch wird dir neue Impulse liefern, neue Produktideen, neue Kontakte knüpfen. Es ist wirklich ein nachhaltiges Investment hier, was weitergeht als nur PR-Marketing. Das wäre es von meiner Seite. Lorenz, ich muss ja gestehen, ich war noch nie an dem 777. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon Raum gibt für Fragen oder erst nachher im Apero. In 2 Minuten. Ganz herzlichen Dank, Sabrina Steiner, zum Thema ein Buch schreiben im 5. 777. Herzlichen Dank, Applaus. Du kannst die Aufnahme stoppen, bitte. Danke.